Beim Rasenmäher gefunden eine ganz junge Eule, die ist komplett erschöpft. Das werden wir so dann nicht mehr erleben, wahrscheinlich, hoffentlich. Wie geht's weiter? Ganz kurz. Wir werden jetzt diese Wege komplett fertig machen. Das heißt, Material liegt schon da. Und dann kriege ich dann alles. Und zwar, der Thomas hat jetzt Stuhl auf die Dachterrasse von der Cocktailbar. Buen dia und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. 100, Wahnsinn, wir haben 100 Videos, eigentlich haben wir noch mehr, aber Wahnsinn, 100 Videos. Was erwartet dich heute im Video? Zuerst mal ein gutes neues Jahr. Ich hoffe, dass ihr alle das neue Jahr gut angefangen habt. Wir haben Familienzuwachs bekommen. Hier sehen die Fortschritte vom Resort. Hat sich doch einiges getan dann zwischen den Jahren. Und vielleicht noch eine kleine Überraschung. Bis dann, viel Spaß beim Video! Also ich freue mich tierisch, wieder Videos zu machen und euch wieder mitzunehmen. Ich finde, muss mir auch nochmal bedanken bei den ganzen Rückmeldungen, wo ich bekommen habe. Mega und herzlichen Dank nochmals. Ihr seht, da hinten ist wieder ein Baum umgestürzt. Da haben wir jetzt die Genehmigung geholt, damit wir die fällen können. Wird ein wenig dauern. Es war wieder ein Sturm, es war wieder viel Wasser. Aber wir haben jetzt 6 Monate in El Niño, also seit August, Ende August. Jetzt haben wir Mitte Januar. Es soll noch einen Monat gehen und dann haben wir es rum. Dann ist nächste Jahre einmal Ruhe. Ja? Natürlich werden wir mal einen Sturm noch bekommen, aber die Häufigkeit und die Schwere, also das ist ja wirklich der Wahnsinn gewesen. Das werden wir so dann nicht mehr erleben, wahrscheinlich, hoffentlich. Thema Rasenmäher. Mein lieber Mann. Also, ich habe mir den Traktor Sido gekauft vor 3,5 Monaten. Ich habe schon 70 Stunden auf diesem Traktor Sido. Ich kann, ungelogen, alle 4 Tage aktuell mähen. Ja, Wasser, Sonne, Wasser, Sonne. Ich habe schon mehrmals erwähnt, es explodiert. Das Problem ist, dass der Traktor Sido halt nicht gefedert ist. Das heißt, wenn ich dann rumfahre, dann kriege ich dann alles ab in der Rücken. Und es schmerzt halt wirklich. Ne? Also jetzt habe ich dann entschieden, ich tue dann immer nur partweise zum Beispiel Obstgarten mähe. Dann mache ich vorne Entrada oder dann das Waldstück hier. Weil ansonsten, ich habe ja auch noch einen Job. Also ich arbeite ja noch nebenbei, hauptberuflich. Morgens dann für meine deutsche Firma. Jo, dann kicken wir mal vor. Und man sieht, die Mauer wurde soweit fertiggestellt. Nein, nur das Fundament. Nur das Fundament, da liegt der Sand, da liegt der Split. Wir warten auf die Genehmigung. Nächste Woche habe ich jetzt nochmal einen Termin mit der Architektin. Mir war ja klar, dass zwischen Weihnachten und Neujahr nicht so viel gearbeitet wird. Darüber haben wir auch schon fertig das Fundament. Warte jetzt noch auf die Steine und fertig dann. Genau, hier haben wir eine Tür. Hier lassen wir eine Tür, da kann man dann später zur Bäckerei dann rein. Und man kann dann später auch hier mit dem Auto rein und rausfahren. Aber wie gesagt, das wird jetzt erstmal zugemauert bis auf die Tür. Und hier vorne machen wir dann ein elektrisches Tor inklusive einer Tür. Und das kann man dann so rüberschieben. Ansonsten die Lapachos, ich habe es vorhin schon erwähnt, mit dem Rasen. Die wachsen und gedeihen. Also ich bin das Wachstum überhaupt nicht gewöhnt. Überhaupt nicht. Buen dia. Heute zeige ich euch, wie man die billigste Flüge zu uns ins Resort kommt. Ihr gebt ein bei Google nur Flüge. Enter. Dann gehen wir hierher. Flüge von, da gibt er den Abflug ab, beispielsweise Frankfurt am Main. Und auf Flüge ansehen. Dann wollt ihr wissen, nicht wohin, das bitte leer lassen. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Hier, Abreisedatum machen wir zum Beispiel der 20. März, das ist am Mittwoch, und zurück gehen wir dienstags. Dann auf Fertig und jetzt auf Entdecken. Jetzt wird euch die Weltkarte angezeigt und der Preis ist hin und zurück, ganz, ganz wichtig. Dann gehen wir runter Richtung Südamerika und dann habt ihr hier schon die Auswahl. Asunción für 6,9 Millionen, das sind umgerechnet aktuell 850 Euro. Oder ihr könnt nach Foz de Iguazú direkt an die Wasserfälle fliegen. Oder nach Posadas für 10,5 Millionen. Das heißt, Posadas seid ihr direkt dann bei uns. Das heißt, ihr spart euch dann die Reise hier runter.
Je nachdem. Dann klickt er das an, Asunción zum Beispiel, hier auf LATAM, 6,9 Hin- und Rückreise und dann habt ihr hier alle Informationen über Nachtflug. Das heißt, ihr fliegt 21 Uhr in Frankfurt los, seit 5 Uhr morgens dann in Sao Paulo, habt dann nochmal 2-3 Stunden Aufenthalt und fliegt dann nochmal 2 Stunden weiter Richtung Asunción. Ich wünsche euch viel Spaß. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne mich anschreiben. Bis dann, ciao, ciao. So, kurzer Hinweis nochmal zum Flieger, günstigste Flüge. Natürlich kann man hergehen, kann sagen, ich lasse das Anreise- und Abreisedatum dann komplett frei. Dann wäre einem wirklich die billigste Flüge angezeigt, also zu welchem Zeitraum dann die billigste Flüge dann hierher gehen. Und dann kann man so buchen. Und als dritter Hinweis noch, dann wird es noch günstiger, man arbeitet dann mit VPN. Und gibt dann verschiedene Standorte auf der Welt und schaut man sich dann mal die Preise an. Bis dann. Beim Rasenmäher gefunden eine ganz junge Eule, die ist komplett erschöpft. Die war jetzt im hohen Gras drin. Und die tun wir jetzt mal in der Kartung rein. Ein bisschen Wasser geben und mal gucken. Ein Käfig oder irgendwas. Ein bisschen aufpäppeln. So, wir haben unsere Eule getauft. Die heißt ab sofort wie? Snow. Snow. An alle Tierliebhaber und an alle, bevor wir wieder Bashing bekommen hier auf dem YouTube-Kanal. Wir waren beim Tierarzt, ja, dem Vogel geht's gut. Der hat uns auch mitgeteilt, was wir aufpassen müssen, was wir zu beachten haben. Ob er Nest oben in der Palme war, nee, war kein Nest in der Palme. Also wie gesagt, der war ganz alleine gesessen unter dem Gras. Das Gras war mega hoch. Wir konnten 2 Wochen lang nicht mehr und total erschöpft. Und ja, deswegen, also wie gesagt, wir waren beim Tierarzt, hier war alles abgeklärt. Ja, wenn er will, kann er jederzeit wegfliegen, wenn man aufgezogen habe. Und dann kann er machen, was er will, der Bu. Heute haben wir Weihnachtsfeier in der Garage und da wurde gegrillt. Wow. ¿Y es para manioca? Chorizos haben wir da, Würste, Bier und Tisch. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute haben wir Mittwoch, 28.12. Die Arbeiten gehen seit dem Dienstag weiter, weil wir haben ja in Paraguay nur ein Feiertag und dieses ist für dieses. Wir gehen mal hin, die Cocktailbar, heute wird die Decke eingeschaltet, die Treppe wurde eingeschaltet und gestern sind weitere Gäste angereist und heute kommt die letzte Familie und dann sind wir zum ersten Mal voll belegt. Und hier wird die Treppe eingeschaltet. So, und später können wir dann hier rumgehen und dann die Treppe rauf und dann kann man auch an der Dachterrasse dann Cocktail schlürfen und die Aussicht genießen. Und hier wird dann später verlängert, deswegen guckt hier noch das Eis raus. Das heißt, diese geht dann nochmal 4 Meter weiter raus, wird dann überdacht und wollen wir dann ja, so eine Lounge-Art mäßig einrichten, dann so ein bisschen wie in Thailand. Wenn man dann Richtung Piscina schaut, Richtung Posadas. Genau. Ja, jetzt bin ich gerade mal die Leiter hoch und so sieht es dann aus. Hier haben wir dann Eisekörbe. Dann haben wir die Bretter, die wurden dann bestrichen mit dem Material. Und wir gehen mit dem Boden bzw. mit der Decke gehen wir noch ca. 50 cm weiter raus. Und unter an die Decke wäre dann später die Dachsparre dagegen geschraubt und dann wird es gerade nach vorne dann verlängert, das ganze Dach. So sieht es aus. Und mal der Hugo gefragt, ob ich drauf darf. Ich durfte drauf und da sieht man, dass die Eisenkörbe richtig tief sind. Also es gibt eine richtig gute Decke. Das heißt, dass hier oben, ja, wie viele Leute passt drauf? 15, 16 Leute mit Tische, locker. Genau. Und das ist jetzt die Aussicht dann. Haben wir dann Aquavista. Sí, muy linda vista. La Isla Medio. Posadas.
Encarnacion. Richtig tolle Sicht. Ja, fein. Also die Hand gehört nicht zu mir, die gehört zu meiner Frau. Kurzes Update von unserem Snow. Er isst richtig viel mittlerweile. Versuchen wir jetzt, wenn er jetzt ein bisschen größer ist, dass wir ihm dann Insekten geben. Und wenn er dann will, wenn er uns verlassen will, dann darf er das, gell? Und was er ganz gern mag, ist hier über den Kopf. Das genießt er. Schaut mal, wie viele Boote am 1. Januar in der La Isla Medio sind. Ich versuche mal hinzuzoomen. Wahnsinn. Alles voller Boote. Buen dia. So, wir haben den 3. Januar. Ich wünsche euch ein tolles neues Jahr. Ich stehe wieder auf der Cocktailbar. Es wurde ausgeschaltet. Es wird richtig schön. Und wie geht's weiter? Ganz kurz. Wir werden jetzt diese Wege komplett fertig machen. Das heißt, Material liegt schon da. Gerade eben wurde Zement angeliefert. Hier wird alles vorbereitet, hier unten. Dann kommt das noch auf den Weg drauf. Und wenn wir dann fertig sind, wird noch weiter angelegt. Das heißt, Basto wird jetzt eingesät hier. Hier wurde die Pflanze diese Woche noch reingemacht. Und dann gehen wir her und von hinten fangen wir dann an, das ganze Grundstück dann anzulegen. Mega toll. Und hier haben wir die Treppe. So sieht das Ganze von unten aus. Dann die Strebe gemacht. Super eingeschaltet. Und wir haben hier dann einen Überstand. Das heißt, hier gehen dann die Balken von dem Dach hier vorne, also hier, ich gehe gerade mal weiter zurück. Hier kommt ja noch eine Terrasse hin, dann 4 Meter Tiefe und 6 Meter Breite. Und dann wäre die Balke hier unten dran befestigt. Gehe dann so rüber und kommt dann ein Blechdach drauf. Und von unten wird es dann mit so wie so Strohdach dann verkleidet. Genau, und dann haben wir seitlich dann der Grillplatz, wo dann noch gemacht wird. Und so langsam werden wir fertig. Und oben wurde auch eingeschaltet, also das heißt, die Mauerfundament wurde fertig gemacht. Da wäre nächste Woche dann die Pfosten eingeschaltet und betoniert. Und warten wir jetzt noch auf die Genehmigung, dass wir eine Mauer bauen dürfen. So sieht das Ganze aus. Das heißt, kommt wie so eine Art Splitgemisch noch oben drauf. Und später wird der Split dann ein bisschen frei. Das heißt, man hat Grip beim Regen. Man kann es dann noch streichen. Das sind so schwarze Steine mit Felles eigentlich. Man muss es der Natur belassen erstmal. Und man kann es aber auch noch streichen dann. Buenas tardes. So. Der Weg wurde jetzt fertiggestellt. Und so sieht das Ganze aus. Ist dann sehr rau oben. Und zwar, der Thomas hat den Stuhl auf die Dachterrasse von der Cocktailbar. Da sitzen wir jetzt. Wie viel Uhr haben wir jetzt? 8:30? 9? Ja, wir haben jetzt gerade Feierabend gemacht. Der Thomas hat den ganzen Tag geschafft, ihr habt den ganzen Tag geschafft. Und jetzt machen wir immer 2 Bierchen auf und genießen das Leben ein bisschen, gell? Und die Aussicht. So, das war jetzt der nächste Schritt. Also die haben sie die ganze Zeit erstmal Mit der Pinzette. mit der Pinzette gefüttert. Das hat lange gedauert, bis sie was gegessen hat. Dann hat sie gegessen, dann haben wir gemerkt, dass sie einen Schub macht. Jetzt isst sie schon selbstständig, also ohne Pinzette. Ja, und ich denke, 2-3 Monate können wir sie aussetzen, wenn sie möchte. Gucken wir mal. Listo? Listo. Auge zu. Schlaf hin. Die Garage ist fast soweit fertig. Wurde jetzt die Pfosten verputzt. Das Dach muss jetzt allerdings noch verkleidet werden, wie gehabt, wie bei der anderen Dächer auch. Hier vorne haben wir dann noch eine Kanäle da, wo dann das Wasser runtergeht. Also so ein Regerinne heißt es auf Deutsch, so rum. Und der Boden wird gemacht, so wie das hier, ne? Und das ist jetzt unser erster fertiger Weg. Der wird jetzt noch gestrichen. Wir streichen den Ganze in schwarz.
und so machen wir dann der ganze Weg hier runter zu uns. Und im Resort, da gehen wir gleich mal hin, da sieht man es auch schon, da sind die Wege auch schon fertig. Aber gehen wir gleich hin. Auch hier wurde jetzt der Weg fertig gemacht, der geht jetzt hier oben rum und dann darum. Ja, die Gäste sind wieder da. Und Bagno Pubblico. Am Freitag, Samstag werden wir 2 Snow gucken und mal rausgehen, die Natur und dann mal Bekanntschaft machen mit der anderen Eule. Und wenn das klappt, dann können wir dich vielleicht dann aussetzen, gell, Snow? Gucken wir mal. Willst du was sagen? Nein, er hat jetzt gerade gegessen und ist müde. Also, wir sagen Tschüss, bleibt gesund und bis zum nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao.